Das habe ich auch noch nicht gehabt. Das ist so bescheuert mit den Terminen. Das nervt langsam. Es ist ein schönes Boot, aber es fängt langsam an zu nerven. Die Amel 54, das ist das Boot, was in unserer Folge 118 beinahe angefangen hätte zu brennen. Also sie hat angefangen zu brennen, aber wir konnten es noch rechtzeitig löschen. Hinter ist es warm. Hier kommt es irgendwo her. Da ist heiß. Da ist warm. Oh ja. Oh. Feuerlöscher! So, hier. Okay, ist aus. Gut. Das war aufregend. Das ist krass. Stell dir mal vor, wir hätten das jetzt nicht gemerkt. Stell dir mal vor, wir wären mit Essen gegangen. Dir wäre die Hütte abgebrannt. Ein Thermal Overload Protector, also ein TOP, hat angefangen zu brennen. Also ein thermischer Überstrom-Schutzschalter. Genau, vom Deutsch. Förler des Großsegels. Hinter einer Wand, die wir glücklicherweise rechtzeitig abgemacht haben. Dass es jetzt angefangen hat zu brennen, ist natürlich super, super schlecht. Ja, aber Glück im Unglück, dass wir auf einen Systemfehler aufmerksam wurden dadurch. Laut Amel kann es 3 Ursachen haben. Die erste Ursache ist, der Motor war überlastet. Also man hat sehr, sehr häufig das Segel zu weit reingezogen. Das haben wir aber nicht gemacht. Ja, der Motor kann nicht überlastet gewesen sein, weil wir den Motor gar nicht benutzt haben. Es kann ansonsten noch die Ursache gehabt haben, dass die Kohlebürsten des Motors zu sehr abgenutzt sind. Das heißt, nur noch wenig Kohlebürsten da sind und dann fließt ein sehr großer Strom. Das kann auch noch eine Ursache sein und das ist natürlich gut erkannt zu haben, weil jetzt kommt ein Elektriker und checkt das gesamte System durch und dann wird der Fehler festgestellt, hoffentlich. Und dann wird der Fehler behoben und dann wird ein neues Element eingesetzt. Insofern war das jetzt letztendlich natürlich schlecht, dass das Ding gebrannt hat, aber wir haben es ja noch rechtzeitig gesehen. Ansonsten muss man ganz klar sagen, ist es natürlich eine echt gefährliche Nummer, dass das Ding einfach durchgeraucht ist. Stell dir mal vor, wir wären nicht da gewesen, dann wäre das Boot abgebrannt. Ja, ich meine, die Frage an der Stelle ist ja erstmal, warum kann so eine Schutzeinrichtung, die ja zum Schutz da ist, überhaupt anfangen zu brennen. Der Überstromschalter hat ja auch das getan, was er tun sollte. Nur er hat zusätzlich noch was anderes getan. Nämlich hat angefangen zu brennen. Er hat ja den Motor definitiv abgeschaltet. Er ging ja dann auch nicht mehr, der Motor. Aber er hat sich halt gleichzeitig auch selber zerstört. Also wir haben sehr viel recherchiert zu dem Thema. Online findet man dazu jetzt nicht so viel. Es gab den einen oder anderen Fall tatsächlich, davon liest man zum Beispiel in der Amel-Eigner-Gruppe, die übrigens sehr, sehr sinnvoll ist für alle, die eine Amel besitzen. Also da findet man tolle Informationen darin, wie so ein kleines Forum nur für Amel-Eigner. Da muss man die Kirche ja auch mal im Dorf lassen, weil es betrifft nur sehr wenige. Es kommt super selten vor. Genau. Sonst würde das, ich meine, das ist Amel, sonst würde das auch voll die Runde machen, ja, dann wüsste man davon. Man kann natürlich nur darüber spekulieren, was da die Ursache gewesen ist. Es könnte durchaus möglich sein, dass ein MOSFET, ein Transistor da drin abgeraucht ist. Wir sind jetzt an der Stelle natürlich keine Elektroniker. Wir haben das Gerät nicht aufgemacht. Ich weiß, ich habe keinen Schaltplan davon gesehen. Wir können da halt einfach nur spekulieren. Insofern könnt ihr ja auch noch mal schreiben, was ihr denkt, was es hätte sein können. Aber qualifizierte Kommentare. Qualifizierte bitte. Also Kommentare. Von Elektronikern bitte. Damit sowas passiert, muss es eine Kette von Fehlern gegeben haben, wie zum Beispiel, dass der Schalter des Motors, den man ja bedienen kann, klemmt. Das kommt manchmal vor. Oder ein Relais, was dazwischen sitzt, klemmt und der Strom ständig eingeschaltet ist. Dann überhitzt das Teil noch mehr und dann fängt es halt an zu brennen. Und so ein MOSFET ist halt im Prinzip ein Transistor. Wenn der Motor aufhört zu drehen, dann kommt es zu einem Gegenstrom sozusagen und der kann den MOSFET zerstören. Und wenn es dann noch weiterläuft, das Ganze, dann kann der sich erhitzen und anfangen zu brennen. Das könnte eine Ursache sein. Wobei es nicht passieren sollte natürlich, wenn man entsprechende Schutzdioden verbaut hat. Aber das weiß man halt nicht, wie das Teil aussieht. Das ist der Punkt. Da können wir nicht reingucken. Außerdem war es schon verkohlt, von daher hätte man auch nicht mehr viel gesehen. Also wie gesagt, wenn es Elektroniker unter euch gibt, schreibt mal eure Meinung dazu, was das sein könnte. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Wir hatten das
verdammte Glück, dass wir eine von diesen Fällen, die ja sehr, sehr selten sind, erwischt haben. Ne? Mhm. Sonst hätten wir jetzt kein Video drüber machen können. Voll glücklich, ja. Ja. Weil beim letzten Mal zu starker Wind war und der Eigner nicht raus wollte, wollten wir das Gutachten morgen machen. Da aber morgen auch wieder sehr, sehr starker Wind sein soll, zufälligerweise haben wir das auf heute irgendwie vorgeschoben. Aber heute kommt das Boot nicht aus dem Wasser. Heute machen wir nur den Sea Trial, weil kein Termin heute mehr ist. Also kommt es morgen aus dem Wasser, vielleicht. Kann auch sein, dass zu starker Wind ist und das Boot nicht rauskommt. Wir werden sehen. Mit dem Boot ist schon ein bisschen lustig, ne? Das hatten wir in den 5 Jahren, wo wir das machen, was wir machen, auch noch nicht. Ne? Also so ein Hin und Her und wir können das Gutachten nicht machen und das Testsegel nicht. Aber vielleicht heute. Mal schauen, was das heute wird. Heute ist fast kein Wind und morgen ziehen hier 40 Knoten durch. Schade um die Drohnenaufnahmen. Das Boot unter Vollzeug segelnd, das wäre geil. Naja, wir werden schon heute nochmal unter Vollzeug segeln, nehme ich mal an, weil wir müssen die Segel ja sowieso rausziehen. Aber ich meine halt auch vorwärts kommen dabei. Ja, wir werden mal schauen, wie es funktioniert. Ich hoffe, wir kommen ein bisschen vorwärts. Mal gucken. Aber es hätte sich ein bisschen mehr verteilen können. Morgen 40, heute nichts. Hätte so 20-20 sein können. Ne? Ja, naja. Die Gangway wurde jetzt reingefahren. Das geht ja elektrisch, nicht hydraulisch, sondern elektrisch. Per Fernbedienung. Genau. Das ist eine Erneuerung gegenüber der Super Maramu. Hat funktioniert. Hendrik, lass uns mal kurz da gucken. Das Teil, was abgefackelt ist, ist ja das hier. Das ist jetzt ein neues. Inwiefern neu, weiß ich nicht, aber ein anderes. Es ist aber noch nicht angeschlossen. Die haben das jetzt einfach mit einer Sicherung erstmal überbrückt und das war's. Ich weiß jetzt nicht über den Stand Bescheid. Da muss ich mal nachhaken, was sie sich da jetzt dabei gedacht haben. Eine Lösung könnte natürlich sein, dass man das Teil ausbaut und den Fördermotor, den Förder ohne den Überlastungsschutz laufen lässt. Dann könnte es allerdings einen Fehler geben im Motor irgendwann mal. Dann könnte der Motor beschädigt werden. Das kann passieren, aber es ist vielleicht immer noch besser, als wenn das Boot abbrennt. Ja, aber Amel hat sich ja irgendwas dabei gedacht. Eine Möglichkeit wäre, eben einen großen Kasten drumherum zu bauen, der feuersicher ist, brandsicher ist, ein Alarm, ein Rauchmelder oder sowas. Ich würde aber wahrscheinlich einfach kein elektronisches Bauteil nehmen, sondern mechanisches, also ein mit Bimetallstreifen. Da ist wesentlich weniger drin, was brennen kann im Normalfall. Die Reaktionszeit ist zwar größer, aber ja. Na gut, und wenn es doch dazu kommen sollte, dann auf jeden Fall Feuerlöscher und Löschdecke bereithalten. Da gab es dann auch so eine schöne Diskussion in unseren Kommentaren, welchen Feuerlöscher man da jetzt am besten nimmt. Aber gut, das muss dann jeder selber entscheiden. Pulverlöscher machen halt eine Riesensauerei. Aber nicht alles ist halt 100% sicher. Deswegen muss man halt, glaube ich, dafür sorgen, dass man es so einfach wie möglich hält. Und die früheren Fördermotoren bei der Super Maramu, glaube ich, war das, ne? Die hatten gar keinen thermischen Überlastungsschutz. Und ging auch. Und es hat auch funktioniert. Ich habe gerade mit dem technischen Direktor von Amel hier telefoniert. Also die haben die richtige Elektronikbox. Das ist ja dieses Thermo-Teil, was vor Überlastung des Motors schützt. Haben sie noch nicht gehabt. Müssen sie noch finden. Deswegen haben sie das noch nicht angeschlossen. Deswegen nur mit einer Fuse, mit einer Sicherung überbrückt. So, Großsegel hat schon mal funktioniert. Das Teil ist ja überbrückt worden. Großsegel sieht auch sehr gut aus, also ist quasi neu. Das ist schon mal sehr schön. Mhm. Jetzt gucken wir mal, was die Bamars hier machen. Weil die Bamar-Förder, das sind die sie am Anfang bei der 54er eingesetzt haben. Also als die ersten gebaut wurden. Und die sollen relativ fehleranfällig sein. Aber
die scheint zu funktionieren. Naja, es ist eigentlich auch in einem guten Zustand, ist ja auch Hydranet, ist einfach nur dreckig und war ziemlich faltig gewesen, weil es ja die ganze Zeit hier aufgerollt war. Ja. Mehr nicht. Nun sind ja nicht alle Amel 54 gleich ausgestattet. Bamar hat für spätere Modelle ein verbessertes System bereitgestellt und ab 2009 kamen Reckmann-Förler auf die 54er. Wir haben hier ja die Baunummer 26 aus dem Baujahr 2006. Das wird wohl nicht so richtig was mit Segeln heute, wa? Willst du die Drohne jetzt mal starten? Ja, will ich. Na dann machen wir. Trotz der knapp 18 Tonnen Gewicht kamen wir bei dem bisschen Wind wenigstens etwas vorwärts. Wirkliche Aussagen über die Segelperformance lässt das bei dem Test allerdings natürlich nicht zu. Leider. Mit gut 140 Quadratmeter Segelfläche ist sie aber auch ganz gut ausgestattet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Bildern schade, dass das Modell nicht mehr gebaut wird. Die Langfahrtgene von der sehr erfolgreichen Super Maramut, die sind definitiv noch vorhanden. Ja, so ziemlich als das letzte Modell von Amel. Manches an Bord wurde verbessert, manches an Bord wurde mit mehr Technik, aber vielleicht auch etwas verschlimmbessert. Die viele Technik ermöglicht es aber auch wieder einer sehr kleinen Crew, ein doch recht großes und komfortables Segelboot zu bedienen. Es hat einfach wieder alles seine Vor- und Nachteile. Es ist natürlich schön, dass man das jetzt auf Knopfdruck ein- und ausrollen kann, aber das will natürlich alles irgendwie gewartet werden und man merkt schon hier den Unterschied. Der Genua-Förler, der häufiger benutzt wird, der ist lauter, der Motor ist lauter als der vom Staysail, der weniger benutzt wird. Also es ist dann eine Wartungsgeschichte, das muss auch gemacht werden. Für den Fall, dass die Teile ausfallen, kannst du die manuell bedienen, indem du das Teil abmachst und dann die Kurbel reinsteckst und noch eine Arretierung löst wahrscheinlich. Wir haben es jetzt nicht gemacht. Das, was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass mir die anderen Teile ehrlich gesagt besser gefallen haben. Also die auf der Super Maramut drauf sind. Die sind zwar ein bisschen größer, auch vom Motor her, da steht ja da mal seitlich was raus, aber dadurch, dass der Motor separat ist, kommst du da halt viel, viel besser ran, als wenn du alles mit Getriebe in einem Teil drin hast. Aber die Drohnenaufnahmen, die waren wieder sehr geil. Also es ist ein sehr schönes Boot von außen, vor allem unter Segeln. Ich finde es auch sehr schön. Ich habe es jetzt nicht per Drohne gesehen, aber ich finde es auch auf dem Boot schön. Zum Zeitpunkt, wo alle anderen dieses Video sehen, wirst du es schon gesehen haben. Meinst du? Ja, bestimmt. Okay. Auf alle Fälle. Ich bin gespannt. Wir bringen das Boot übrigens nach Fréjus. Da hinten drin. Also einmal von Saint-Maxime quasi ein paar Buchten weiter in die nächstgrößere Stadt, weil der Hafen neben Saint-Maxime leider keine Termine mehr hatte, um das Boot rauszuheben. Aber in Fréjus, und da kein Wind ist, motoren wir da jetzt einfach mal fix hin. Also halbe Stunde sollten wir da sein. Wir können das Boot nicht kaufen, Hendrik. Ja, nee, dann geht's nicht. Müssen wir Heiko Bescheid sagen. Das ist ja kein Ungeziefer, das ist ja ein Tier. Das muss da bleiben, das darf nicht irgendwie aus Tierschutzgründen. Meinst du, seine Familie ist auch dabei? Ja. Ja, wir haben gerade hier mal die Beleuchtung gecheckt, die nicht funktioniert hier vorne. Die Positionsbeleuchtung, also rot-grün. Da haben sie ein bisschen gespart, glaube ich. Die Lampe hier vorne ist nur für Boote kleiner als 12 Meter zugelassen. Und das Boot ist ein bisschen größer als 12 Meter. Minimal. Ein kleines bisschen nur. Fällt kaum auf. Nö, genau. Fällt kaum auf. Also ist sowieso nicht die richtige Lampe und funktioniert auch nicht. Also das ist so ein kleines Ding, das muss gewechselt werden. Normalerweise sollte bei der Bootsgröße die Lampen Steuerbord und Backbord angebaut werden. Aber gut, die Lampe ist nicht für das Boot zugelassen. Aber gut, was hilft's, ne? Und ich muss Heiko dann sagen, dass es nicht die richtige Lampe ist und die funktioniert ja sowieso nicht, dass wenn er sich eine neue anbaut, soll er dann sich die richtige anbauen. Da müssen wir halt schon genau sein. Oder da sollten wir zumindest genau sein. Was unser Kunde dann daraus macht, ist seine Sache, aber da müssen wir genau sein. So, das Boot liegt jetzt im Hafen hier in Fréjus. So langsam zieht auch schon ein bisschen Wind auf. Morgen wird es hier ganz anders aussehen. Wir hoffen, dass die Marina das Boot dann auch wirklich rausholt, wie versprochen, weil wirklich dick Wind kommen soll. Ja, wenn man jetzt aus dem Fenster guckt, dann sieht man, warum wir hier irgendwie ein paar Mal angetanzt sind und warum wir jetzt hier etliches Mal verschieben mussten, weil mal wieder Mistral ist. Genau zu unserem Termin, einen Tag lang in einer Periode von, keine Ahnung, einem Monat oder sowas.
Mann. Nochmal richtig Glück gehabt. Wir haben den Sea Trial gestern machen können und heute geht es in den Lift. Ich hoffe, dass das alles funktioniert, dass der Lift das Boot jetzt auch rausholt. Wir müssen erstmal zum Lift kommen. Wir müssen zum Lift kommen. Aber das ist ja ein Glück hier direkt nebenan. Das sollte hoffentlich funktionieren mit entsprechend großen Fendern. So, der Wind hier, der liegt zwischen 10 und 40 Knoten. Und wir müssen da rüber. Dann machen wir das so, dass wir am Freitag das Unterwasserschiff checken lassen. Wir sind dabei mit Video und dann sehen wir auch alles. Das habe ich auch noch nicht gehabt, dass es so bescheuert ist mit den Terminen. Ich glaube, die haben einfach gehofft, dass es nicht so windig ist. Und jetzt stehen sie... Aber gut, dass wir uns durchgesetzt haben, dass wir das Testsegeln gestern gemacht haben. Ja, genau. Gut, dass wir das Testsegeln gestern gemacht haben. Die Boote, die gehen hier so schnell durch die Hände. Dann, wenn es halt keine Bedingungen gibt, dann wird es nicht gemacht hier. Das ist halt ganz einfach. Dann kommt hier ein Gutachter, der geht halt mal 3 Stunden übers Boot und guckt sich das an. Und wenn es nicht raus kann aus den entsprechenden Gründen, dann wird entweder noch ein Taucher runtergejagt, der sich das von unten anschaut, ob es irgendwelche Beschädigungen gibt, oder es wird dann nicht gemacht. War schön hier, aber es hat wieder nicht funktioniert. Kurzes Vergnügen heute. Kurzes Vergnügen und gut, ich meine, bevor das Boot noch eine Beschädigung bekommt, ist das schon okay, aber wir machen es dann am Freitag per Video mit dem Amel-Techniker hier, der sich das dann anguckt und wir sind mit Video dabei. Tja, so muss es halt auch mal laufen. Also das war echt ärgerlich, dass wir das Boot nicht von unten sehen konnten. Da habe ich mich echt drauf gefreut, die Unterschiede zur Super Maramu darstellen zu können. Aber gut, ja, ging leider nicht. Aber das kam auch so noch nie vor. Wir haben das Unterwasserschiff dann zu einem späteren Zeitpunkt anschauen lassen von einem Gutachter. Wir waren per Video dabei und haben alles gecheckt, dass das Unterwasserschiff in Ordnung ist. War auch alles soweit okay. Was auch zu erwarten war für eine 54er aus dem Baujahr. Generell bei Amel gibt es ja da relativ wenig Themen, was Osmose betrifft und so weiter. Insofern ist es gut gelaufen. Ja, also Projekt erfolgreich abgeschlossen. Die neuen Eigner sind mittlerweile schon sehr weit gekommen. Danke auf alle Fälle fürs Zuschauen und auch fürs fleißige Kommentieren, wie unter dem letzten Video mit der Amel. Ist immer sehr interessant, solche Kommentare auch zur Technik zu lesen, auch von Leuten, die vor allen Dingen Ahnung haben. Das macht immer viel Spaß. Also vielen Dank dafür. Wer die vielen Amel-Videos, die wir mittlerweile gemacht haben, noch nicht gesehen haben, ihr könnt starten bei der Amel Super Maramu 2000 mit Sandy und Eloa damals. Also wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge Bootsprofis. Wir wünschen euch eine gute Zeit, euch allen. Bis dahin. Ja. Ciao. Ciao, ciao.